ja jemand, der nie wirklich die Karriere gemacht hat, die ihm wahrscheinlich vorgeschwebt hat, der sich immer wieder, wo auch immer er arbeitete, in Dispute und Schwierigkeiten und Zankereien verwickelte. Wahrscheinlich keine einfache Persönlichkeit, wahrscheinlich von einem ziemlich gnadenlosen Perfektionismus an alle Kollegen und alle Ausführenden. Wahrscheinlich kann man sich zumindest vorstellen, mit einem sehr strengen Urteil nicht nur sich selbst gegenüber, sondern auch der lieben Mitwelt. Das führte dazu, dass er es nie besonders einfach hatte und seine Position in Leipzig schon nach einigen Jahren eigentlich eine Art Sackgasse zu werden drohte. Es gibt einen sehr vielsagenden Brief an einen Jugendfreund, in dem er sich beklagt, dass leider es alles nicht so geworden ist in Leipzig, wie er sich das erträumt hatte. Er ist nach Leipzig gegangen, weil er von der Willkür eines kleinen Hofes weg wollte. Und er wollte gerne in eine Universitätsstadt, um seinen Söhnen eine anständige Ausbildung zu ermöglichen. Und was er nicht geahnt hatte, war die sehr komplizierte Situation zwischen Stadtverwaltung und Kirchenobrigkeit. Und wie gesagt, er war sicherlich auch kein diplomatischer Mensch. Er suchte also eine andere Position und fragt ganz direkt diesen Jugendfreund, also solltest du von irgendetwas Interessantem erfahren, lass es mich bitte wissen, ich will eigentlich hier weg. Wir wissen, das hat nicht geklappt. In Bachs kompositorischem Lebensweg hat sich das so niedergeschlagen, dass er in den ersten Leipziger Jahren mit Feuereifer eine Unmenge, sowohl qualitativ wie quantitativ, aber eben vor allen Dingen eine in unvorstellbarer Qualität, eine Unmenge von Kantaten geschrieben hat. Und das ist sehr plötzlich versiegt und auf das absolute Minimum zurückgefahren worden. Er hat dann nach den ersten 4 Jahren eigentlich hauptsächlich noch Recycling betrieben. Und jemand, der so fruchtbar war, hat sich ja ganz offensichtlich nicht geistig zur Ruhe gesetzt, aber er hatte das irgendwie für sich ausgereizt. Und genau zu diesem Zeitpunkt fängt an, offensichtlich eine Überlegung, ich versuche es auf andere Weise, ich versuche mich als anerkannten Virtuosen durch das Medium des Druckes zu befördern. Das hatte nie jemand beauftragt. Nie wäre jemand auf die Idee gekommen, schreiben Sie bitte ein Klavierwerk, was knapp 1,5 Stunden dauert. Und das erzählt uns ein bisschen über das spätere Leben von jemand, der auf bestimmte Situationen und Konstellationen mit einer sehr persönlichen Antwort reagiert. Es ist schon eine Art wie ein Trotzprojekt. Ihr mögt mich zwar nicht, aber ich zeige euch jetzt erst recht, was ich alles hinkriege. Und gerade die Dinge zeige ich euch, die außer mir wirklich keiner hinkriegt.
insofern funktionieren diese Variationen nach anderen Prinzipien als einige der klassischen oder romantischen Variationen, in denen es auch immer um melodische Dinge geht. Also ein Thema, eine Melodie, oft wurden ja Opernmelodien genommen, die jeder schon kannte, und mit dieser Melodie wird experimentiert und etwas entwickelt. Hier geht es nur eben indirekt um Melodien, als dasselbe Bassgerüst natürlich eine bestimmte Melodik nahelegt und eine andere vielleicht auch fast ausschließt. Und das einheitsstiftende Band ist aber eben die typisch barocke harmonische Progression. Das Wichtige ist, es geht nicht nur um eine Basslinie sozusagen als Melodie, die weit unten liegt, sondern es geht darum, dass damit sofort eine Harmoniefolge und eine Periodik zusammengedacht ist, die in der Tat allen Variationen zugrunde liegt. Die man natürlich mit unterschiedlichsten Stimmführungen nach unten oder dieses Gerüst ist sehr standardisiert, das ist nicht seine Erfindung. Solche Progressionen gibt es im Spätbarock bei Vivaldi, bei Corelli, bei Händel alle Nase lang. Und er musste natürlich, wenn er so viele Variationen schreiben wollte, etwas nehmen, was nicht schon an sich so auffällig ist, dass es durch stete Wiederholung sich abnützt und unerträglich wird. Also es ist gleichzeitig regelmäßig, es ist bekannt genug und es ist ein Gerüst, was viele melodische Ideen aus sich heraus schon erzeugt. Jetzt kommt sie. Es geht, glaube ich, bei unterschiedlichen Klangfarben, wenn man jetzt speziell über die Goldberg-Variationen spricht, nicht nur darum, Abwechslung ist immer schön und man zeigt, das kann das Instrument und so kann es aber auch klingen, sondern es gibt ja eine zyklische Struktur, die man durch klangliche Bezugnahmen vielleicht auch, wie ich hoffe zumindest, teilweise besser nachzeichnen kann, dass bestimmte Farben in bestimmten Variationen wieder auftauchen. Ich gebe vielleicht jetzt ein kurzes Beispiel.
die beiden, es gibt im ganzen Zyklus insgesamt 3 Variationen in Moll. Das ist zunächst an einer ganz entscheidenden Stelle der Quintkanon, die Variation 15, die genau den ersten Teil abschließt. Vorher hat man ja etwas ziemlich Lautes gehört, was völlig anders klingt. Ich habe hier die Möglichkeit, einen Nasalzug, das ist ein Register, was die Saite sehr nah am Steg anzupft. Das ist eigentlich ein ähnlicher Effekt, wenn man auf der Geige nah am Steg spielt, klingt der Ton etwas schärfer, etwas unsicherer. Und in dieser Variation, wie gesagt, um ein Beispiel zu geben, benutze ich dieses Register alleine zum ersten Mal, um vielleicht diese besondere Verlassenheit durch sehr große Stille nachzuzeichnen. Dieselbe Klangfarbe wähle ich für die berühmte Variation 25, den großen langsamen Satz im Zyklus. Also vielleicht, um es kurz zu sagen, natürlich ist es ein schöner Spielplatz, ein Instrument zu haben mit ganz vielen Farben, aber es ist einem so langen Zyklus gegenüber auch angemessen, dass man sich sozusagen geografische Überlegungen macht, wo sind die großen dynamischen Akzente, was ist sozusagen erstmal ganz einfach gebracht, was ist das Lauteste und warum und wo steht es? Der zweite Teil fängt dann mit einer französischen Ouvertüre an, wird also richtig pompös eingeführt. Also da sieht man nach der allergrößten Leere die größte Fülle. Also der größtmögliche Kontrast in diesem Zyklus liegt genau in der Mitte. Es kommen natürlich viele Tanzcharaktere, es kommen ein italienisches Andante, es kommt ein italienisches Adagio, es kommen sozusagen alle Genres, die er vorrätig hatte, die dazu beitragen, dass man teilweise, also dass es einen Rhythmus im Großen gibt. Das ist jetzt wieder etwas, was ich teilweise eben versuche, auch durch Registrierung zu unterstreichen. Das Ganze zerfällt oder könnte zerfallen in Dreiergruppen, die sozusagen Miniatursuiten bilden, die immer mit dem Kanon abschließen. Teilweise hat man wirklich das Gefühl, es gibt fast wie eine bestimmte Verwandtschaft, sodass eine dieser Miniatursuiten wirklich von ähnlichen Materialien bestimmt ist. Also ein Beispiel wäre die Gruppe, die mit der besagten französischen Ouvertüre anfängt. Den Anfang habe ich gespielt. Das Fugato hat folgendes kurze Thema.
und geht eben mit diesem Schritt auch zu Ende im Bass. Und genau diese Schritte verwendet er weiter in der folgenden Variation, die sozusagen da ist ein Gedankenrest, der irgendwie sich selbst fermentiert und sozusagen die Variation springt aus der Ouvertüre hervor. Wie etwas, was sozusagen geradezu von selber passiert, ohne dass er eingreift. Ich gebe noch ein anderes Beispiel. Die nächste Dreiergruppe, die mit Variation 19 anfängt, gibt es jetzt ein kleines Menuett. Diese Variation klingt aus. Mit einem Arpeggio und genau so geht es eigentlich weiter. Im Rahmen der Bach-Werke sind die Goldberg-Variationen wirklich ein Sonderfall, weil er in keinem anderen Werk so dezidiert die Möglichkeiten des Spiels auf zwei Manualen ausgereizt hat. Und die virtuosen Variationen, die in der Regel in diesen schon erwähnten Dreiergruppen immer an zweiter Stelle stehen, die benutzen wirklich alle Möglichkeiten des Spiels und der Symmetrie eben auch. Es geht darum, was kann ich aus diesem eigentlich fast vulgären, virtuosen Element an strukturellem Witz herausholen. Die letzten Variationen halten sich eigentlich dann nicht mehr an das Schema. Es gibt einen Tanz, der in der Regel mittelschnell ist, teilweise schneller, teilweise etwas ruhiger und dann gibt es eine virtuose Variation und dann gibt es wieder einen Kanon. Zum Schluss wird das Ganze in einen bestimmten virtuosen Sog gebracht, wo es eigentlich über die von ihm selbst gegebene Charakteristik hinaustreibt, sodass es also wirklich die unterschiedlichsten Ebenen sind, auf denen man den Zyklus betrachten kann, weswegen es gerade bei diesem Werk auch nicht erstaunlich ist, dass die Lösungen der Musiker so unterschiedlich ausfallen. Ja. Denn ich denke, es gibt so viele unterschiedliche Ansätze und Fragen, die man an das Werk stellen kann und es ergibt, und das ist, glaube ich, das Unglaubliche bei Bach, er gibt so viele Antworten, dass man hinterher gerade durch die Vielzahl der Antworten immer noch sehr am Nachdenken bleibt. Als vierter Teil der Klavierübung bestehend in einigen Variationen, verschiedenen Variationen etc. mit so einem Titel, der nach heutigen Maßstäben natürlich nicht sehr sexy ist, so bekannt geworden wären. Das lässt sich irgendwie schwer sagen, aber sie fanden schon, bevor sie allgemein Goldberg-Variationen genannt wurden, waren sie bei interessierten Musikern in ganz Europa gekannter Geheimtipp.
Man nimmt sehr stark an, man kann das auch nicht beweisen, dass Beethoven sie sich beschafft hat. Beethoven hatte verschiedenste Noten von Bach und hat ihn sehr genau studiert. Es gibt eine schöne Erwähnung bei E.T.A. Hoffmann, wo der Kapellmeister Kreisler, also dieses durchgedrehte, verrückte alter Ego von Hoffmann selbst, auf einer Abendgesellschaft, bei der einige Salonstücke von schrecklich singenden Damen der höheren Gesellschaft erst geboten werden und dann gibt es noch den Hofrat sowieso, der sich irgendwie an der Geige versucht, und es ist eine wunderschöne Karikatur von abschreckendem Amateurmusizieren, und dann setzt sich Kreisler hin und spielt Bachs große Variationen. Und das führt dazu, dass den Leuten peu à peu das Blut aus dem Gesicht weicht und dass die schließlich alle nicht mehr können, weil es ist ja auch endlos lang. Und wenn es dann schließlich zu Ende ist, dann fängt er an, selber noch zu improvisieren über eben diese harmonische Progression, die dem Werk zugrunde liegt, und dann sind sie alle schließlich, zum Schluss ist nur noch, glaube ich, der Diener da, der die Kerzen ausmachen muss, und alle anderen sind schon Stunden vorher nach Hause gegangen. Also es ist ein Werk, was natürlich immer sich besonders auch an die Kenner wandte und insofern irgendwie ein allseits bekannter Geheimtipp war.